herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein kleines Video über ein kleines, feines Messer, das T-Rex von UG Tools, Utsch und Gierse Tools. Ein fast schon ungewöhnliches UG Tools Design, darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Das T-Rex wiegt samt diesem Bead gerade mal 32,7 Gramm, hat eine Gesamtlänge von der Spitze bis zum Griffende von 138 mm, also ohne diesen Bead. Die Grifflänge beträgt hier 74 mm. Das ist ein Drei-Finger-Griff, wie man sieht. Dann gibt es hier im Griffende eingearbeitet zwei kleine Lanyardlöcher und ja, finde ich in Bezug auf Design und Silhouette wirklich die eleganteste Lösung. Mit diesem Bead verlängert man den Griff ein bisschen, also das sind hier 18 mm und das reicht dann schon, dass der kleine Finger hier aufliegen kann. Und ja, dann hat man wirklich einen vollwertigen Griff, auch für größere Hände. Wir haben hier eine leichte Bogenform am Griffrücken. Das ist dann auch ein guter Trick. Damit verlängert man den Griff noch so ein bisschen. Das heißt, legt sich hier in die Handinnenfläche schön rein. Und dazu noch diese leicht tiefer gesetzte Klinge. Also ergonomisch überzeugt das hier wirklich komplett. Die Handlage ist wirklich sehr angenehm. Man sieht hier die Oberfläche in Nahaufnahme. Ich habe mich für die Spike-Variante entschieden. Es gibt noch eine weitere Oberflächenvariante namens Scrabble, die werde ich euch später als Ausdruck zeigen. Das ist hier angenehm rau, verleiht auch bei Nässe ordentlich Grip und da es sich hier um einen Titangriff handelt, nimmt dieser schnell die Körperwärme an, ist also auch bei Kälte angenehm zu greifen. UG Tools hat sich ja gerade wegen der Titangriffe aus dem 3D-Drucker in kurzer Zeit einen großen Namen in der Szene gemacht. Der Fachbegriff für Titan-3D-Druck lautet selektives Laserschmelzen. Hierbei wird ein aus der hochfesten Titanlegierung 6Al4V bestehendes Pulver so lange in 50 Mikrometer dünnen Schichten verschmolzen, bis bei den Hohlgriffen Bandstärken von 0,5 bis 1 mm entstehen. Vorteile von Titan: Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht, hohe Festigkeit bzw. Stabilität. Gerade diese hohe Stabilität ermöglicht bei der Verbindung von Griff und Klinge eine sehr kurze Steckangel. Der Klingenaal beim T-Rex ist hier vielleicht knapp 2 cm im Griff versenkt, das sieht man hier an diesen Neodym-Magneten. Aal und Griff sind dann flächig mit einem Spezialkleber verklebt. Laut UG Tools ist die Stabilität dieser Verbindung mit der eines Integralmessers vergleichbar. Also das Konzept finde ich wirklich genial. Weiter geht es hier mit der Klinge im Reverse-Tanto-Stil. Gerade mal 2 mm schmal, effektive Schneide 64 mm, komplett hochgezogener Flachschliff mit 0,25 mm hinter der Schneidphase, also wirklich ein genialer Wert. Die Jungs von UG Tools lassen ihre Klingen bei der renommierten Solinger Lohnschleiferei Klauberg schleifen und man sieht hier, das lohnt sich. Also wirklich ein perfekter Anschliff, gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir hier ein sehr schön gemachtes, feines Stonewashed Finish. Es gibt lediglich einen ganz, ganz winzigen Aufdruck auf der rechten Klingenseite. Das zeige ich euch hier mal in der Nahaufnahme. Zuerst dachte ich, das wäre das Logo von UG Tools, aber hier steht C14. Das dürfte ein Verweis auf den verwendeten 14C28N Stahl sein. Korrosionsbeständig, C, schnitthaltig, für mich immer eine gute Wahl. UG Tools lässt den 14C28N von der deutschen Spezialhärterei Werz auf 60 HAC härten, also auch das passt. Das T-Rex kommt mit einer Messerscheide aus Kydex im Taco-Stil, 5 Ösen, Tech-Lock und Ulticlip kompatibel, somit alle Tragweisen möglich, Neckknife, vielleicht am Gürtel oder auch in der Hosentasche. Gewicht der Kydex-Scheide ca. 19 Gramm, also Messer samt Kydex-Scheide und dem Bead. Da liegen wir insgesamt bei etwa 52 Gramm, das ist fast nichts. Zur Kydex selbst, Drainageloch gibt es hier nicht, das müsste man dann nachrüsten, wenn man das unbedingt braucht. Wir haben eine gut gemachte Daumenrampe und insgesamt eine sehr gute Verarbeitung. Der Halt des Messers in der Messerscheide wird hier zu einem großen Teil über die raue Struktur des Griffs, also über die Oberfläche hier geregelt. Man sieht das hier, die Klinge hat mit dem Halt hier rein gar nichts zu tun. Das spielt sich alles in diesem Bereich ab. Dennoch, das hält wirklich gut und zuverlässig, da kann man nichts sagen. Also es wird hier nichts passieren. Eine gut gemachte Messerscheide, ein insgesamt sehr gelungenes Konzept und ein wirklich schönes Messer. Zu Beginn sagte ich, dass es ein eher ungewöhnliches Design für UG Tools ist. Sofern ich weiß, ist das T-Rex erst der zweite Entwurf ohne einen Fingerguard. Es gibt noch das Modell TISC, ansonsten nur Modelle mit Guard. Mir persönlich liegen Guards nicht so gut.
Bei einem günstigen Arbeitsmesser verzeihe ich das, dann nehme ich das in Kauf. Aber bei einem teuren Messer sind Guards für mich tatsächlich Dealbreaker. Das ist wie immer und alles Geschmackssache. Auf der IWA 2024 in Nürnberg habe ich einen der Jungs darauf angesprochen, dass mir zwar das Konzept der UG Tools Messer unglaublich gut gefällt, aber mit Guards nichts anfangen kann, ob es denn nicht möglich wäre, ein Modell ohne Guard anzubieten. Als Antwort bekam ich sowas ähnliches wie ein Nein und folgendes Zitat: Der Guard ist ein Freund. Zitat Ende. Der Guard ist nicht mein Freund, also ich mag wirklich ganz gern solche Modelle. Puko ähnlich oder einfach so Schnitzmesser ähnlich. Einfach sehr nah am Schnittgut. Sowas mag ich wirklich gern. Oder alternativ dann eben Messer mit hohen Klingen. Und deshalb war ich dann wirklich froh, beziehungsweise begeistert, als ich dann endlich dieses Modell dann auf Social Media gesehen habe. Habe mich wirklich sofort gecatcht. Ich kann es nicht anders sagen. Hat mich in den Grundzügen an mein eigenes Messerdesign erinnert. Wir haben eine sehr hohe Klinge, die als Guard fungiert bei beiden Messern. Wir haben bei beiden Messern so eine leichte Bogenform im Griff. Und bei beiden Messern haben wir hier auch eine verdeckte Lanyard-Lösung im Griffende. Also deshalb hat mich hier dieses T-Rex sofort begeistert. Kurz zum Preis. Das T-Rex kostet 199 €. Der optionale Bead 38 €. Kann ich euch hier mal ganz kurz zeigen. Bead 38 € und hier 199 € für das T-Rex. Versandkosten kommen noch dazu. Also ich bin insgesamt auf 241,95 € gekommen. Das ist erstmal gar nicht so wenig, muss man wirklich sagen. Andererseits steckt hier viel Arbeit und Gehirnschmalz drin. Es kommen Material- und Energiekosten dazu, Personalkosten, Kosten für Nachunternehmer, dazu laufende Kosten wie Miete, Wartungen etc. Neue Projekte müssen mit den Einnahmen auch finanziert werden. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet und reflektiert betrachtet, geht der Preis in Ordnung. Jetzt noch ein paar Infos zum T-Rex. Wie vorhin schon erwähnt, bietet UG Tools bei den Griffoberflächen zwei verschiedene Varianten an. Zum einen Spike, also wie bei meinem Modell, und zum anderen Gravel. Gravel heißt Kies, man sieht das Ganze gleich hier nochmal besser. Das ist hier dann so eine steinartige Oberfläche. Gefällt mir auch sehr gut. Hier nochmal Spike. Ja, ich habe mich einfach für Spike entschieden, weil es mir einen ganz kleinen Ticken besser gefallen hat. Beim Bead gibt es noch eine Variante, nennt sich dann Ring. Das ist ein kleiner Titanring, der dann mit einem Lanyard außen befestigt wird, Innendurchmesser 23 mm. Bietet dem kleinen Finger dann gut Halt, also das kann man auch machen. Und bei der Bestellung kann man sich dann ein Lanyard aussuchen, Auswahl zwischen 4 Varianten. Das kann man ins Kommentarfeld schreiben und dann kommt eben die Wunschvariante angeliefert. Nicht zu vergessen, es gibt derzeit nur die Kydex-Scheide. Es soll aber bald noch eine Messerscheide aus Leder geben. Und es werden 2 Stahlsorten angeboten. Zum einen den bereits erwähnten 14C28N, zum anderen Magna Cut. Mit Magna Cut kostet das T-Rex dann 239 €. Für mich persönlich habe ich den Mehrwert des Magna Cut Stahls nicht gesehen. Dafür bin ich sehr wahrscheinlich oder ziemlich sicher zu wenig Stahl-Nerd. Für mich reicht der 14C28N völlig aus. Aber so oder so, das T-Rex ist ein klasse Messer. Mir gefällt die Linienführung einfach sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, was von UG Tools noch so kommt. Dann noch eine kleine Empfehlung zum Schluss. Im Messermagazin, Ausgabe 4, 2024, August, September, ist ein wirklich sehr guter Artikel über UG Tools zu finden. Ich glaube, auf Seite 64 geht es dann los. Nennt sich Wie gedruckt und kann ich wirklich nur empfehlen. Hat mir bei der Recherche sehr geholfen. Einen Dank an Thomas Leible und an seine Redaktion. Ja, ich denke, wir sind soweit durch. Das war es dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.